Also Ben, guck mal, das ist schon mal eine schöne Szene, die man im Aquarium nachstellen kann. Ja. Schöne Schuhe. Ja, den botanischen Namen dafür kenne ich jetzt nicht. Sandalus. Sandalus, Eritrea, Ja, irgendwie. Ricardia. Ja. Herzlich willkommen, mein Dennerle. Heute gibt es ein besonderes Video und zwar, ich werde andauernd gefragt, wo kriegt man coole Ideen fürs Aquascaping. Und zwar sind wir hier in meiner Heimat unterwegs in der Karlster-Schlucht, das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Heute habe ich auch noch einen Gast dabei, der Ben. Ben ist auch ein YouTuber, hat auch einen schönen Instagram-Kanal, macht geile Aquarien. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Wie heißt der Kanal, Ben? Planted Tank. Schaut mal rein und jetzt lasst uns losgehen. I met a man who was out on his own. He chose to wander this world all alone. He said, heaven can't help me, I'm so far away from where they found me on that day. Und woher kommt jetzt die Idee, das heute hier zu drehen? Ja gut, die Leute fragen öfters, ja Volker, wo kriegst du die Ideen her, wie machst du das? Und ja, ich sage immer, geht in die Natur, guckt es euch an. Demons in his mind, and he goes. Bei mir ist das so entstanden, dass ich gucke immer, dass ich so so naturnah wie möglich die Aquarien einrichte. Weil ich mache auch immer am liebsten 1:1 Ausschnitte, also sagen wir mal, man hat eine Szenerie mit Wurzeln, Steinen, so 1:1, so wie man es in der Natur sieht und baut die dann im Aquarium nach. Es gibt Aquascaper, die machen mehr perspektivische Ansichten wie Gebirge oder Wälder, also wo man von der weiten Sicht, das finde ich auch sehr cool. Aber für mich, ich mag das viel mehr, wenn ich so 1:1 Perspektiven mache. Und lass uns mal anfangen. Jetzt zum Beispiel hier hast du alles, also wenn du hier durchgelaufen bist, hast du alles, was du also du hast genug Ideen, wo du im Aquarium umsetzen kannst. Das fangen wir mal unten an. Der Bodengrund ist ja essentiell wichtig. Also ein vernünftiger Boden, also das ist quasi das Fundament von einem Aquarium. Also egal, ob du Säul oder Kies und Nährboden nimmst, das muss vernünftig aufgebaut sein. Und das siehst du auch hier. Jetzt zum Beispiel, wenn du vom Uferbereich in die Mitte des Bachs reingucken kannst, siehst du große Steine, kleinere Steine und die werden immer kleiner und immer feiner und am Schluss ist es nur noch Sand. Und das versuche ich auch immer im Aquarium nachzubilden. Und auch wenn da mal ein größerer Stein in der Mitte drin liegt, das versuche ich auch immer so ein bisschen nachzubilden und auch Steine, wenn du Steine ins Aquarium reinlegst, immer wieder ein bisschen anmodellieren, ein bisschen tiefer in den Sand reindrücken. Sieht natürlicher aus, weil wenn du in einem Flussbett guckst, die Steine liegen nicht einfach so drauf, die sind so richtig eingewaschen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wir haben 10 cm Stein und da sind mindestens immer so 5-6 cm vom Stein nicht zu sehen, nur die Oberfläche. Und das macht halt den natürlichen Look aus. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt vor kurzem einen neuen Bodengrund rausgebracht, in einer dunkleren Variante. Genau. Haben sich da jetzt mehr Möglichkeiten dann auch dadurch ergeben, wie du irgendwie an die ganze Scaping-Geschichte drangehen kannst? Ja, absolut. Also das ist unser neuer Debonit Mix Black, 10 in 1 heißt er. Und er ist halt echt genial, weil hier in meiner Region, wo ich wohne, wir haben ultraweiches Wasser. Und bei Säule ist halt oftmals in Anführungszeichen das Problem, er entzieht dem Wasser Carbonathärte und das macht das Wasser noch weicher. Und ich muss sehr oft in der Einlaufphase Wasserwechsel machen. Und das fällt halt hier in meiner Region, wo ich wohne, fällt das mit dem Debonit Mix Black komplett weg. Er ist schwarz und einen schwarzen Kies drüber hast du genau das gleiche Ergebnis wie beim Säul. Hast du halt noch den Vorteil, wenn du jetzt kein Aquascaper bist und möchtest nicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr dein Aquarium neu machen, hast du halt hier eine längere Standzeit. Also wir geben an bis zu 8 Jahren. Es kommt natürlich dabei auch auf die Art der Bepflanzung an. Wenn du schnell wachsende Pflanzen hast, wo viel Nährstoffe ziehen, dann ist er natürlich früher erschöpft, aber er hält mindestens 3-mal so lange wie ein Säul. Also hast schon Vorteile, gerade die Leute, die weiches Wasser zu Hause haben, ist so ein Nährboden-Kiesaufbau schon prinzipiell immer besser.
Ben, wir haben jetzt Bodengrundaufbau gemacht, also die Basis für das Aquarium steht. Natürlich kommt jetzt als nächsten Schritt Hardscape. Hardscape, Steine, Wurzeln oder nur Wurzeln. Jetzt, wenn du mal guckst hier, das ist ja eine echt geniale Szene, wie das Farn über die Steine wächst, das Moos an dem Stein sich fest, also da kriegt man ja schon so ein bisschen das Feeling für das im Aquarium nachzubauen. Und du hast hier einen großen Stein, etwas kleinere Steine und auch schon dominante Steine im Vordergrund, woraufhin das Aquarium oder diese Szene dann auch später viel natürlicher und viel tiefer wirkt. Das heißt, durch diese Größenanordnung möchtest du quasi diese Flucht oder besser gesagt diese weitere Distanz simulieren. Genau. Okay. Genau. Es ist auch so, es gibt auch hier, wenn du jetzt hier durchlaufst, es gibt zum Beispiel auch schöne Szenen, wo Wurzeln in Steine reinwachsen oder Wurzeln über Steine reinwachsen. Das ist echt genial für im Aquarium nachzubilden und das dann noch schön mit Moos gearbeitet und so. Also echt genial. Und auch Pflanzen, wenn du jetzt gar keine Idee hast, wie kannst du ein Aquarium natürlich gestalten, geht in die Natur. Guckt euch zum Beispiel Moos an. Wenn du du hast im Wald einen Baumstumm, der ist vollgewachsen mit Moos. Meistens wächst ja auch immer Klee drin oder ein Farn wächst daraus. Das kannst du auch super kombinieren. Jetzt zum Beispiel so eine Szene kannst du einwandfrei nachbilden mit zum Beispiel, nehmen wir mal Versicolare Montagnai, also das Christmas-Moos. Und das kannst du mit der Hydrocotyle tripartita super nachempfinden. Und dann machst du noch eine Bolbitis Heutelottis, setzt du auch noch mit dazu. Und schon hast du so exakt 1:1 eine Szene nachgebildet. Das heißt, bei dir kann es auch sein, dass du nicht diesen Holland-Dutch-Style fährst, dass wirklich alles gebündelt irgendwo platziert wird von den Pflanzen, sondern dass bei dir auch gut möglich ist, dass einfach mal hier eine Rotala rauswächst und dann wächst sie ein paar Zentimeter weiter nochmal raus. Also es ist nicht strukturiert unterteilt, sondern... Also ich nenne es immer eine wilde Struktur. Ich mag auch den Holland-Style. Ich mache auch oft Tanks von uns, mache ich im Holland-Pflanz-Style-Aquarium. Also ich finde das sehr geil. Aber mein Herz hängt wirklich an diesen Naturszenen, an diesen Aquascapes, wo ich auch viel mit Naturmaterialien arbeite von uns. Und da ist es wirklich so, dass Pflanzen ineinander reinwachsen können. Ich nehme auch bewusst dann, wenn du jetzt zum Beispiel Aufsitzerpflanzen, die kannst du auch gerne in Moos reinkleben und so. Also zum Beispiel Bucephalandra eignen sich sehr gut oder Anubias nana bonsai oder auch Anubias oder Microsorum-Arten. Also das mache ich auch sehr, sehr gern. Und auch mit Farben arbeite ich schön mit dunklem Moos und hellen Pflanzen reinpflanzen, so wie es in der Natur auch wirklich vorkommt. Hast du irgendeine bestimmte Art von Holz, die dir besonders viel gibt irgendwie für deine naturnahen Scapes? Bist du da eher so auf Spiderwood oder was verwendest du da meistens? Also meistens verwende ich Spiderwood, aber ich kombiniere auch gerne rote Moorwurzel mit Spiderwood zusammen und dann auch noch Steine, weil das ist in der Natur ja auch mal so. Dann hast du einen abgestorbenen Baum, einen Stein unten drunter, wo der Baum drüber gewachsen war. Und dann kommt noch mal eine andere Wurzel oben drüber. Also ich versuche das immer sehr zu kombinieren. Aber wir können ja mal eins machen. Wenn ihr mal gerne wissen wollt, wie ich also ich nehme oft Materialien aus der Natur, wie man da ein cooles Scape machen kann, dann würde ich ein Kochshow-Special für euch machen mit Ben und mir zusammen. Und dann bauen wir mal ein Scape nach mit den Materialien aus der Natur, die ich auch immer verwende. Und wie man mit dem richtig umgeht, dass ihr auch da keine Misserfolge habt. Also schreibt es in die Kommentare, würde uns freuen, wenn wir da für euch eine Kochshow draus machen dürfen. Oder Ben? Auf jeden Fall. So Ben, also das war jetzt unser Inspirationsvideo, also Nature Inspiration Video. Wie kann man die Natur als Vorbild in Aquarium gestalten? Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr noch gerne von uns sehen würdet. Schaut bei Ben vorbei. Ben, wie ist dein Kanal? Blended Tank. Blended Tank, schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Abonniert ihn, guckt auf Insta bei ihm vorbei. Bis dann, Leute. Ciao. Singing, wage a war with demons in my mind, but I go on.